Hallo zusammen. Heute geht es wieder mal um die kleine Ape, um meine. Gestern bin ich gefahren eine ganze Weile und plötzlich ging nichts mehr. Sie blieb stehen. Ja, und nach Kontrolle habe ich dann festgestellt, dass der Tank innen drin wohl verrostet ist. Der ganze Rostmist hat sich dann wohl im Benzinfilter abgesetzt. Die Vergaserdüsen waren zu und ich musste erst mal stehen bleiben. Jetzt werde ich heute mal versuchen, das Ding wieder fahrbar zu machen und dann gucken, ob alles funktioniert, und dann kommt ein neuer Tank rein und dann geht's weiter. Dann wünsche ich euch mal viel Spaß mit dem Video. So, als erstes mache ich mal den Luftfilter runter, weil da habe ich vergessen, den Abstandhalter reinzumachen. Das war nämlich alles nur so eine schnelle Bastelei gewesen, wie ich die gekriegt habe. Und den machen wir jetzt mal runter, mal den Abstandshalter rein. So. Später mache ich dann Vergaser runter, gucke, ob die Düsen sauber sind. Macht die auch eventuell nochmal sauber richtig. Und guck mal, ob ich sie dann starten kann, damit ich sie zumindest erstmal aus dem Weg kriege. Und dann muss ich sehen, dass ich irgendwie einen neuen Tank besorge. Mir wurde gesagt, ich soll da besser einen Plastiktank reinmachen, weil der einfach nicht so anfällig ist wie der Metalltank. So, da ist jetzt alles auf. Das machen wir dann später. Jetzt gucken wir erstmal nach dem Luftfilter. So, hier haben wir das gute Stück. Ich hatte den, wie ihr seht, etwas mit Isoband umklebt, weil der doch ein paar Beulchen hat und ein paar Löcher hat. Dann zieht die ja Falschluft, wie man weiß. Den mache ich jetzt auch erstmal ab, den ganzen Schmotter, wenn das denn geht. Also, das alles, ja, funktioniert. Mal abmachen. Hier neben sieht man ja, also ein feines Löchlein, das könnte schon Falschluft sein, gehe ich mal von aus, dass es da nicht richtig funktioniert. Und dann machen wir das Ganze jetzt mal frei. Und wenn alles runter ist, klebe ich das nachher wieder provisorisch zu. Da kommt dann nämlich auch ein neuer Luftfilter drauf. So macht das ja nicht viel Sinn mit der Fahrerei. Es ist halt, wie gesagt, noch einiges zu tun an meiner Ape. Aber bis Frühjahr sollte sie eigentlich fahrbereit sein, wenn denn alles nach Plan läuft. Es war gestern halt etwas ärgerlich, dass sie stehen geblieben ist. Ich habe eine Weile geschoben, aber glücklicherweise ist das Ding ja nicht groß und nicht allzu schwer. Da kann man so ein bisschen mal machen und das geht schwer ab hier, also hat es auch funktioniert. Gut, schauen wir mal. So, das haben wir jetzt ab. Mal die Schraube lösen, gucken, ob ich den Deckel aufkriege. Ein bisschen Klebeband hängt noch dran. Sollte aber nicht störend sein, kommt ja nachher sowieso wieder dran. Ja, ich hatte da die Dichtung erneuert und habe vergessen, diesen Abstandshalter einzubauen. Und mir wurde gesagt, dass der wichtig ist, dass der rein muss. Also setze ich noch wieder rein, bevor ich da irgendwie was falsch mache. Bin ja auch noch Neuling in der Sache. Hier ist das gute Stück. Setzen wir jetzt da rein, Dichtung wieder drauf. Ja, ist wohl etwas verrutscht. Ich hoffe, ich kriege das wieder hin. Aber das sollte eigentlich funktionieren. Wir haben die extra ein Stück größer gelassen, damit ein bisschen Platz ist. Mal gucken, die sieht ein bisschen größer aus jetzt, als ich dachte. Ist halt eine blöde Bastelei im Moment, aber das kriegen wir hin. Ich glaube, die sollte ich ein Stückchen abschneiden, oder was sagt ihr? Es steht ein wenig über. Ja, ich denke, das machen wir auch mal. So, die Dichtung ist eingekürzt etwas. Jetzt schraube ich den ganzen Kram feste zu. Hi! So, und jetzt bauen wir das Ding mal wieder ein. Er hat noch drüber gesprochen, wie dieses Auto so unglaublich cool ist. So, jetzt hatten wir noch ein kleines Gespräch mit ein paar Ape-Fans, die sich dafür interessieren. Jetzt muss ich wieder auf mein berühmt-berüchtigtes Klebeband zurückgreifen. Die Dichtung ist eingebaut, aber es geht halt nun mal nicht anders, da ich habe noch keinen Luftfilter. Das wird auch noch ein bisschen dauern, bis ich mir einen organisieren kann, weil finanziell gesehen frisst mich das Ding bald auf. Aber was tut man nicht alles für eine Ape?
wenn man eine hat, soll man froh sein. Und ich hatte Glück, dass nicht viel dran war. Und man so die Kleinigkeiten nebenher selber machen kann. Jetzt kleben wir die Löcher wieder zu, damit keine Falschluft reingeht. Hoffen auch mal, dass die ganze Bastelei hält. Wenn nicht, müssen wir halt noch mal dran. Aber es ist ja nur vorläufig, denn kommt ja sowieso in die Tiefgarage erstmal und wird dann nach und nach neu aufgebaut. Jetzt ist erstmal so, dass es ein bisschen fährt. Und dann schauen wir mal, ob das geht jetzt so. Wie gesagt, es ist halt, sagen wir es mal so, es ist Pfusch am Bau hoch 10. Aber das muss funktionieren erstmal, bis dann alles gut ist. Also jeder Abeschrauber wird mich für das verurteilen, was ich hier mache. Aber es ist halt, wie gesagt, erstmal notbedürftige Reparatur, damit das Ding mal von der Stelle kommt. Gestern ging es ja noch, wie gesagt, bis dann der blöde Rost sich da festgesetzt hat, den ich vorher gar nicht gemerkt habe. Da kam eine schöne braune Brühe raus. Also Benzinfilter war nicht mehr zu gebrauchen, den habe ich ausgetauscht und hoffe, dass jetzt da mein Pfusch am Bau funktioniert und ich wieder ein bisschen fahren kann. Zumindest in die Tiefgarage, mehr muss ja nicht sein. Und dann ist halt, kommen die Arbeiten, die gemacht werden müssen, und dann sollte das auch funktionieren. Jetzt sieht das zwar ziemlich blöde aus, aber solange es seinen Zweck erfüllt, bin ich schon mal zufrieden. Und hier müssen wir noch ein bisschen runter, das gefällt mir noch nicht, da muss ja dann der Aufsatz drauf, den Luftfilter. Gut, somit hätten wir das Problem schon mal gelöst. Jetzt schauen wir uns mal die Vergaserdüsen an. So, dann schauen wir mal nach den Vergaserdüsen. Ich muss erst mal gucken, wo ich rankomme. Ich liege jetzt ziemlich blöd unter dem Ding. Ah, da ist ja alles. Gestern Abend war ich unterwegs, wie gesagt, im Dunkeln. Da konnte ich jetzt nicht alles richtig sauber machen. Aber halt saublöd. Jetzt probiere ich es mal. Falscher Aufsatz. Mal gucken, ob es abgeht trotzdem. Naja, glaube ich nicht. Mal einen größeren Aufsatz drauf machen. Der könnte passen. Aua. Bisschen eng unter dem Ding, aber was soll's, alles so wild. Na, da mit meiner Verlängerung kann ich wohl nichts anfangen. Das lassen wir mal. Oh, ein bisschen kürzer, dann geht das auch. Oh. Das ist nur, dass ich nichts sehe, verdammt nochmal. Keine Hebebühne, nichts da, also muss das so funktionieren. Ist auch nicht immer einfach, aber wir machen einfach mal. Ja, so. Luftfilter im Weg. Gucken, ob das so ausreicht. Ja. Gut, den Vergaser haben wir runter. Jetzt gucken wir uns mal die Düsen an, die bauen wir jetzt mal aus. Ja, schrauben wir es mal raus. Wie üblich sind 2 verschiedene Schrauben drin. Aber gut, das sollte nicht das Problem sein. Benzin läuft auch, Benzinhahn ist zwar zu, aber Schwimmergehäuse ist ja noch voll. Muss man auch mal ein bisschen was anderes machen dann. Schwupps, da haben wir's. So. Jetzt setzen wir mal einen anderen Aufsatz drauf und machen erstmal die große Hauptdüse sauber. Mal schauen. Eigentlich müsste dann erstmal wieder ein bisschen Luft sein, dass sie läuft. Die Nebendüsen machen wir aber auch gleich sauber, weil halbe Sachen bringt ja auch nichts. Ach, jetzt habe ich meinen Reiniger vergessen. Ah, steht im Auto, macht nichts. Ja, die Hauptdüse. Jetzt erstmal das Reinigungszeug holen. Moment. Ja, da ich nichts anderes habe zum Reinigen, probiere es mal mit Bremsenreiniger. Geht ja nur darum, dass die frei wird wieder und dass ich mal fahren kann. Und dann sehen wir mal weiter. Aber ich denke, die Düsen müssten frei sein. Das hatte ich ja gestern schon mal gemacht. Dann war das eigentlich okay. Und jetzt fällt es mir dauernd aus den Händen. Ja, das ist super. Die scheint ja mal richtig zu sein hier. Hm? Schon hat. Ah. Da tut sich wieder was. Das sieht doch gut aus. So, die haben wir sauber. Die machen wir jetzt wieder rein.
Das ist die erste, die ist gut, die müsste wieder laufen. Leicht anziehen, wir wollen es ja nicht übertreiben. Jetzt gehen wir mal, das war auch nicht die Hauptdüse, das war die Nebendüse. Die Hauptdüse sitzt hier, sorry, ich habe mich da vertan. Das ist die Hauptdüse. Die pusten wir jetzt auch mal durch. Sieht gut aus, die ist komplett frei. Das ist doch mal was. Das sehe ich gerade am Schwimmer, da fehlt ja was, oder? Das kann ja nicht funktionieren. Ich glaube, ich habe das Problem auch gefunden. Ach, die Klammer ist rausgerutscht. Die habe ich hier, gut. Setzen wir wieder rein. So. Okay, Schwimmergehäuse wieder drauf. Muss ich nur gucken, wie rum das wieder gehört. Sehe ich hier schlecht. So, schrauben wir das erstmal wieder fest, damit hier nicht so viel Sprit rausläuft. Extra mal eine Matte drunter gelegt, die wischen wir nachher ab. Anderer Aufsatz. Schnell zumachen, damit die Brühe nicht rausläuft. Ich glaube, da fehlt noch eine Dichtung, da muss ich auch mal schauen. Das ist blöd, wenn da 1000 verschiedene Schrauben drin sind, das muss ich alles nochmal ändern. Wie gesagt, das ist jetzt alles nur so eine Notfallreparatur, die dann eigentlich dann besser gemacht wird, sobald das Ding guten Platz hat, wo ich es hinstelle. Und dann wird der Rest auch gemacht. Dann sollte es hoffentlich funktionieren. Jetzt läuft halt die Brühe raus, das gefällt mir jetzt auch nicht und ich hoffe, das bleibt auch nicht so. Ich gucke dann halt nochmal danach. Das läuft ja richtig gut. Ich muss das zumachen. Ich habe eigentlich einen Benzinhahn zu, da dürfte nichts laufen. Da gucken wir gleich nochmal. So, da tropft nichts mehr. Da war also keine große Sache. Jetzt gucken wir mal hier die andere Düse an. Ob da alles soweit okay ist. Na, die ist ziemlich lose. Ich konnte die gestern nicht mehr richtig festschrauben. Es war halt zu dunkel schon. Und da war das halt blöd, wenn man da nachts rummacht. Stehen geblieben, schieben dann. So, das ist die Standgasdüse, nehme ich an. Wenn ich falsch liege, korrigiert mich bitte. Wie gesagt, ich bin Anfänger. Ich bastel jetzt mal so, wie ich es von Mofas gewohnt bin. Oh ja, die war auch nicht so richtig. Ja, das ist jetzt auch frei. Machen wir die wieder rein. Und dann sollte die Karre hoffentlich wieder laufen, damit ich sie fahren kann. Oh, jeder tropft der Sprit, aber da kann ich jetzt nichts ändern. Da mache ich nachher was drauf. Scheiße. Das blöde Linoleum reicht mir nicht. Machen wir es so. Mal keine Flecken hinterlassen. Gucken, ob ich die noch ein bisschen anziehen muss. Ich weiß leider nicht, wie fest die rein muss. Ich hoffe, ich mache nichts kaputt, wenn ich jetzt dran rumschraube. Hallo. Ja, die Leute gucken alle ein bisschen, sind alle interessiert dran, was man macht. Ist ja nichts Verwerfliches, ist nichts Schlimmes. Es ist blöd zu schrauben. Ich habe keinen anständigen Schraubenzieher hier, sonst mal gucken, ob ich das anders da machen kann. Ich habe hier einen Aufsatz. Ich denke, mit dem Schraubenzieher wird das schon eher, was so mit der Hand da, mit der Ratsch rumbasteln, das ist doch kacke. Ja, so wird es besser. Na komm schon. So, die Düse ist drin, handfest angezogen. Jetzt setzen wir den Vergaser mal wieder drauf.
Irgendwo tropft es hier noch, da muss ich gleich mal nachschauen. Da ist noch ein bisschen zu fest. Und mal locker machen. Ein bisschen Schelle lösen. Ah, ich glaube, das ist nur die Leitung, die hat sich ein bisschen gelöst, weil ich da ja auch neue Benzinfilter und so drauf gemacht hatte. Schauen wir gleich mal. Ja, das ist Benzinfilter. Sehe ich schon. Warum tropft der auf einmal? Das ist auch seltsam. Muss ich da mal danach schauen. Oh, vielleicht hat sich da jetzt eingerenkt. Vergaser sitzt. Ziehen wir jetzt wieder an. Und dann wollen wir mal hoffen, dass sie wieder anspringt. Und dass ich sie fahren kann. Die kann hier nicht stehen, das kostet wie gesagt Geld. Parkgebühren sind hier nicht gerade billig. Und da muss man halt sehen, dass man sich einen Parkplatz irgendwo organisiert. Jawohl, Kreuzschrauber haben wir doch gar nicht. Diese normalen drauf machen. Ja, und das am helligsten Sonntag mitten auf der Straße. Das ist doch auch mal was, oder? Ja. So, Vergaser ist fest, natürlich nicht zu fest. Das soll ja auch nicht kaputt gehen. Jetzt setzen wir den Luftfilter mal wieder drauf und hoffen, dass alles funktioniert. Und ja, an alle AP-Schrauber, die das schon länger machen. Wenn ihr einen Tipp für mich habt, wie ich einiges besser machen kann, umbauen kann. Kein Tuning, sondern normal. Dann schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Ich habe zwar ein paar Videos immer, die ich mir anschaue. Aber ja, viele sind mir nicht sehr hilfreich. So. Dann schrauben wir das Luftfiltergehäuse wieder drauf. Und dann, wenn es drauf ist, geht's weiter. So, es sitzt wieder alles. Wie gesagt, ich habe das jetzt alles nur mal 0815 gemacht. Das ist einfach noch keine Möglichkeit, da was zu machen, richtig. Ich habe noch keinen Platz, wo ich sie hinstellen kann, wo ich schrauben kann. Das ergibt sich aber jetzt in den nächsten Tagen. Und dann schaue ich mal, dass ich sie im Frühjahr fit habe. Wie gesagt, ich bin Anfänger. Ich habe von der ABA eigentlich gar keine Ahnung. Aber probieren geht über Studieren. Das sieht ganz gut aus. Okay, sieht ganz gut aus. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat und meine Hand nicht im Weg war, dann Entschuldigung, lasst mal ein Like da, abonniert den Kanal und ich denke, es werden noch einige ABE-Videos mehr kommen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann und ciao.